Einen wundervollen guten Nachmittag wünsche ich euch und herzlich willkommen zu der 12., diesmal wirklich 12. Hacking Challenge. Heute mit ein bisschen anderem, generell so anderem Task als sonst, weil dieses Mal müsst ihr nicht irgendwie ein Passwort oder sowas rausfinden, sondern wir sind jetzt mittlerweile bei mehr oder weniger schon fast richtigen Hacking-Challenges oder CTFs angekommen. Also was heißt richtig? Die anderen waren auch richtige Challenges. Aber so langsam fangen wir an, die so richtig gemeinen Sachen auszukramen. Und ja, das auch dieses Mal wieder. An der Stelle muss ich natürlich auch wieder sagen, dass das natürlich vor allem daran liegt, dass die Challenges in letzter Zeit hauptsächlich von Nico kamen und weniger von mir. Und in diesem Zug möchte ich mich natürlich auch ganz herzlich bei ihm und bei der ganzen Community nochmal bedanken. Ihr macht hier so unglaublich viel mit, also zum Beispiel auch viele von den Serveradministratoren arbeiten, die da so anfallen, oder auch die ganzen Sachen mit Docker, die Challenges hier, die sind so stark von euch jetzt mittlerweile und fast gar nicht mehr von mir weil ich einfach momentan zu gefühlt gar nichts mehr komme, neben der Masterarbeit her, und trotzdem für euch natürlich immer noch Challenges bereitstellen möchte, und ja, wenn sich jemand anbietet, dann schlage ich da natürlich sofort zu. Deswegen an der Stelle ein ganz riesiges Dankeschön, dass ihr auch so mithelft, den Kanal so am Laufen zu halten, wenn ich eigentlich auch nicht mehr wirklich so viel Zeit gerade im Moment reinstecken kann. Das ist wirklich unglaublich von euch und ja, was ganz Besonderes. Gut, ich nehme natürlich auch an, dass es euch Spaß macht, diese Challenges zu entwickeln, beziehungsweise dir vor allem. Aber ich glaube, da haben wir auch schon ein paar Mal drüber geredet. Ich weiß, dass es so ist. Und ja, heute sieht das Ganze wieder ein bisschen anders aus. Generell wird hier alles momentan überarbeitet. Achtet bitte auch auf die URL, die sich jetzt hier ein bisschen geändert hat. Ihr könnt mittlerweile über eine Domain drauf zugreifen und ihr habt hier hinten natürlich dann auch immer diese Startseite sozusagen. Die eigentliche Challenge findet ihr dann hier. Hier seht ihr keine Domain drauf und einen Port. Generell zu den Ports muss ich sagen, für die Hacking-Challenges sind mittlerweile alle Ports über den Port 2000 gerutscht. Das heißt, wenn ihr irgendwas macht oder sowas, wenn es mit einer Hacking-Challenge zu tun hat, dann ist der Port immer höher als 20.000. Also, keine Ahnung, 20.000, 20.001, 20.002, nicht höher als 20.000, sondern größer gleich 20.000, muss man eigentlich sagen. Genau, aber ja, hier kommt ihr hin, wenn ihr auf zur Challenge klickt, und eure Aufgabe ist es, also das Ding ist im Endeffekt ein Container und ihr sollt rausfinden, was für eine IP-Adresse der Container ist. Und nein, die Antwort ist nicht die hier oben, logischerweise, sondern es geht um die interne IP-Adresse des Systems. Und ja, da dürft ihr natürlich mal wieder schön alles machen, abgesehen von einem Denial-of-Service-Angriff, das bitte nicht. Ansonsten dürft ihr so ziemlich alles damit machen. Falls irgendwas kaputt gehen sollte, ist natürlich auch wieder wichtig, dass ihr uns Bescheid sagt, sodass wir die Challenge resetten können. Falls irgendjemand auf die schlaue Idee kommt, irgendwie was komplett kaputt zu machen, dann wäre das natürlich irgendwie sehr sinnvoll. Gut, ja, wie gesagt, es wird immer ein bisschen schwerer und ich glaube, ihr könnt euch dieses Mal auch wieder schön ein bisschen die Zähne dran ausbeißen. Es ist nicht ganz einfach, aber es ist auf jeden Fall machbar. Also so schwer ist es jetzt auch nicht. Es ist eine schöne Einsteiger-Challenge eigentlich und man kann da durchaus was machen. Man braucht ein bisschen vielleicht das Wissen aus dem Hintergrund oder sowas, aber ich denke, das haben viele von euch und viele haben sich ja auch schon beschwert, die Challenges seien zu leicht gewesen. Nächstes Mal gibt es vielleicht dann sogar wieder eine leichtere Challenge, je nachdem. Eigentlich kommt es immer darauf an, wo ihr so eure Stärken drin habt. Deswegen ist das eigentlich ganz angenehm. Gut, und ja, das war eigentlich auch schon das Ankündigungsvideo. Ich wünsche euch ganz viel Spaß dabei. Falls irgendwas ist, dann steht das wahrscheinlich in der Beschreibung. Guckt da auf jeden Fall nochmal rein oder in den Kommentaren. Aber ich versuche dann die wichtigen Sachen in die Beschreibung reinzupacken. Das heißt, immer schön auch auf die Beschreibung achten. Und ja, ich möchte mich nochmal ganz herzlich bedanken. Und wir hören uns bei der Auflösung spätestens wieder. Bis dann. Ciao.